Joachim, was hältst du von einem Meerwasserbecken mit einer Mischung aus robusten Korallen und höheren Algen? Habe schon oft gehört, dass man Algen nicht in ein Riffbecken packen sollte. Also was du jetzt mit höheren Algen meinst, sind wahrscheinlich, du sprichst wahrscheinlich von Caulerpa-Arten, also diesen sogenannten Kriechsprossalgen. Weil die, wenn die anfangen sich zu vermehren, die sind echt invasiv. Ja, die vermehren sich und überwuchern deine Korallen. Und das Problem bei denen ist, aus jedem kleinen Fitzelchen entwickelt sich wieder eine vollständige Alge. Ja, und da die ja so kleine Rhizoide haben, also sie haben zwar keine Wurzeln, aber so kleine Haftorgane, die sehen aus wie Wurzeln. Und damit machen die sich in der Dekoration fest. Auch im Korallensand machen die sich damit fest. Und wenn du die versuchst, da rauszureißen, ja, dann bleiben von diesen Rhizoiden, also kleinste Stückchen am Stein hängen und daraus kann sich dann halt wieder was entwickeln. Ja, und oftmals ist es so, dass also viele Doktorfische zum Beispiel, also viele klassische Algenfresser also Caulerpa nicht unbedingt zu ihren bevorzugten Nahrungsalgen zählen. Na, die mögen viel lieber Ulvas, also hier diese Salatalge und rote Algen und andere Algen, die überall wachsen. Und zum Schluss, wenn nichts anderes mehr da ist, dann können die sich also auch mal an Caulerpas vergreifen. Und weil das Problem ist, also Caulerpas gelten also unter Umständen, oder was heißt gelten? Also die können unter Umständen, wenn sie verletzt werden, ja, das sieht man dann, wenn man ein Stückchen von diesen Blättern abzwickt, da kommt dann so eine Art weißliche Flüssigkeit raus, ja, sowas so ganz zäh, und ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber entweder ist die einfach nur bitter oder schmeckt nicht, oder die ist sogar teilweise so minimal giftig, ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall, deswegen, also diese klassischen Algenfresser mögen die Caulerpas also wirklich nur im Notfall. Ja, und das ist eigentlich wahrscheinlich der Grund, warum man heute sagt, bitte keine Caulerpas mehr ins Becken. Aber ich sag mal, also jede Caulerpa ist irgendwo besiegbar. Ja. Ich habe früher immer, ganz früher, am Anfang, habe ich immer Caulerpa mit im Becken gehabt, und ich werde auch hier bei den Seepferdchen wahrscheinlich wieder Caulerpa einsetzen. Und ich werde da auch Korallen einsetzen. Ja, und zwar auch genau wie du sagst. Robuste Korallen und halt auch Caulerpa-Arten, damit die Seepferdchen einfach was zum Greifen haben. Ja, die mit ihrem Greifschwanz müssen sich ja irgendwo festmachen, und da bieten sich halt Caulerpas einfach mal an. Ne? Und aber ich sag mal, direkt Schaden tun die nicht. Also die schaden dann, weil wenn Caulerpas sich in Massen vermehren, kann es dazu, wie heißt das nochmal, weiß ich nicht, zum Massensterben der Caulerpa führen. Und dieses Massensterben der Caulerpa kann jetzt wieder ganz massive Wasserbelastung verursachen und kann dafür sorgen, dass unter Umständen dann ganzen Korallen absterben. Ja, einfach aufgrund der schlagartig schlechten Wasserqualität. Und das ist möglich. Aber ansonsten, letztendlich musst du das entscheiden, ja, ob du dir die Mühe machst. Ich meine, du hast wahrscheinlich noch keine Erfahrung damit. Also es gibt Caulerpa-Arten, also ganz bestimmte Arten, ganz besonders so kleine Caulerpa-Arten, die sind so penetrant, ja, die kriegst du wirklich, wenn du die einmal drin hast, glaube ich, wirklich nicht mehr weg. Ja, also da musst du dann also wirklich schon eine riesige Horde von Algenfressern einsetzen und die sparsam füttern, damit die da dran gehen. Aber ansonsten, also die machen es dir wirklich schwer. Aber ansonsten, wie gesagt, direkt Schaden tun sie nicht.